Guten Morgen Leute, da bin ich wieder. Ich bin heute in Bern. Natürlich hinter mir der Bahnhof, damit fange ich ja immer meistens an. Und dahinter sind auch meistens die Busse. Mal gucken, was uns hier alles erwartet. Wenn ihr das erleben wollt, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ich habe mir einen schönen Platz hier ausgesucht, wie ihr sehen könnt. Da hinten stehen dann die anderen Züge. Der Bahnhof ist auf jeden Fall da hinten irgendwo. Da laufe ich jetzt mal hin. Auf dem Weg dahin kommt mir schon der erste Bus entgegen. Oh, ein MAN. Postauto, auch mit diesen 4 Türen, das ist wohl sehr beliebt hier. Ja, ich verfolge den mal gucken, wo wir ankommen. Das ist ein schöner Euro 6. Schönen Sound hat er schon mal. Und ich drehe mich um, kommt schon der nächste. Diesmal ist es ein Citaro. Okay. Auch wieder mit diesen 4 Türen. Ich mache mal Weitwinkel. Ja, auch ein Postauto. Das wimmelt hier nur von Postautos. Wo fahren die alle hin? Da steht Bahnhof Parking, der fährt da einfach rein. Das heißt, vielleicht gibt es da die Garage von denen. Die werde ich natürlich verfolgen. Aber erst schauen wir uns mal hier den Bahnhof an. Ja, ich laufe mal so ein bisschen runter. So Leute, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Es ist ein sehr schöner Bahnhof. Auch wenn man nicht ganz mobil ist, ist man trotzdem mobil. Die haben hier auch einen Fahrstuhl. Der fährt zum Beispiel für Gleis 9 und Gleis 10. Wie ihr sehen könnt, unten. Man muss sich eben halt orientieren. Man muss sich eben halt orientieren, wo was abfährt. Dafür gibt es hier übersichtliche Tafeln. Ja, könnt ihr mal gucken. Und hier sind auch die ganzen, wie ihr sehen könnt, die Symbole für Bus. Linie 106 und so, 10:35 Uhr. Die fahren wohl hier an der Schanzstraße ab. Und die Linie 102 und so auf der Seite. Da laufe ich jetzt mal mit euch hin. Wie sagt man so schön? Wer sucht, der findet. Hier unten sind die ganzen Postautos. Da werden wir natürlich auch gleich runterlaufen und uns das alles anschauen. So, gesagt, getan. Schon bin ich hier unten. Und schaut mal, Leute, das ist doch ein gefundenes Fressen für uns, oder? Und alles nur gelbe Postautos. In Freiburg hattet ihr ja gesehen, da waren nur die roten und hier ist alles in Posthand. Ja, mal gucken, was wir hier so alles so noch erleben, welche Modelle wir sehen. Da hinten, die sehen mir interessant aus, scheinen aber auch Solaris Elektro zu sein. Da laufe ich aber jetzt mal hin. So, fangen wir mal damit an. Hier ist der Urbino 8,9. Den kennt ihr ja schon, das ist der Kleinbus, auch eben halt Elektro. Dann hier neben der Line City. Hinten ist auch noch mal so ein Solaris. Hier ist ja alles richtig gemischt. Und da hinten sind auch wieder Solaris und auch MAN. Aber ich habe gerade noch einen Citaro gesehen. Mal gucken, wo der Citaro ist. So, hatte ich mich doch nicht verguckt. Ist der Citaro. Ja, ein ganz normaler, so wie es aussieht. Und wirklich eine schöne Parkanlage. Die kommen dann, haben wir ja vorhin gesehen, wie einer da reingefahren ist oder rausgefahren kam. Die kommen dann wohl hier runtergefahren. Vielleicht sehen wir ja noch einen, der Sound, der müsste eigentlich richtig gut sein. Hier wie ein Tunnel. Ja, die kommen dann von da oben hier irgendwie an. Ja, dann warte ich mal so ein bisschen, bis ein Bus kommt, ne? Hier fährt gerade einer raus, den können wir ja auch mitnehmen.
Ja, war jetzt nicht so berauschend der Sound. Ich hätte mir mehr erhofft. Aber einen warte ich noch ab. Es kommt keiner reingefahren, es kommen immer nur welche rausgefahren. Ja, jetzt gucken wir uns mal den MAN. Der hörte sich doch schon besser an als der Solaris, oder? Ja, aber ich will nur einen, wenn er hier reinfährt, aufnehmen. Gesagt, getan. Da kommt schon einer. Auch ein Solaris. Der grüßt mich auch, habt ihr gesehen. Ja, wunderbar. Und weil wir ja so viel Glück haben, kommt da direkt der nächste. Die PKWs haben Stopp, weil der Vorrang hat. Wenn der durch ist, dann dürfen die PKWs auch gleich weiterfahren. Jawohl. So, den verabschieden wir gleich mal. Wir gehen natürlich auch nach oben, da wo die ganzen Haltestellen sind, wie die angefahren werden. Aber ich wollte euch noch was anderes zeigen. Ist mir gerade aufgefallen. Wie gestern in Freiburg bei den roten Bussen, bei den TPF-Bussen war ja der Rand hier, wie ihr sehen könnt. Hier, schaut mal das hier. Ja, war bei denen weiß. Und bei dem haben die das so gelb gemacht. Warum haben die das gelb gemacht? Damit man eben halt weiß, wo die Türen sind. Weil wenn alles schwarz ist, dann besteht die Gefahr, dann steht man eben halt falsch und weiß nicht, wo die Tür dann ist. Das haben die bei den neueren Bussen so gemacht. Da kommt schon der andere Kollege hier, der hat Dienstfahrt. Ja, die können hier Pause machen und auch einsetzen. Aber wir laufen jetzt mal in die Stadt, mal gucken, ob wir da auch andere Farben finden als nur diese Postautos. So, ich laufe jetzt mal hier runter. Bei der Gelegenheit, wenn wir schon mal hier in der Schweiz sind, in Bern oder auch woanders, ich versuche auch so ein bisschen von der Stadt euch auch was zu zeigen. Ach, schaut mal da. Ah, ich habe jetzt erst gedacht, wäre ein Bus, aber nein. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied ist, da jetzt, was da fährt. Straßenbahn, S-Bahn. Ihr habt mich so durcheinander gebracht letztens da in Berlin, wo ich war. Könnt ihr jetzt ja wieder sagen, Mehmet Oe hat wieder was Falsches gesagt. Das ist für mich eine Straßenbahn. Ne, die fährt auf der Straße als Bahn. So, ich glaube, ich bin hier richtig. Bisschen Sehenswürdigkeiten. Ach, schau einer an. Ist das nicht ein Volvo? Hey! Und der hat weiße Türrahmen. Und der andere Hybrid hinterher. Ah, hier fahren auch rote Busse. Und da hinten ist der gelbe. Ja, natürlich kenne ich hier nicht die ganzen Sachen, wer wohin fährt. Also wir haben schon mal zwei Sachen gesehen. Hier fahren jetzt Postautos und diese roten. Aber es ist diesmal nicht TPF. Ja. Und jetzt kommt ja auch noch so eine Straßenbahn. Auch in Rot. Ja, ich laufe mal weiter, ne? Mal gucken, was wir noch so alles erleben. Also Leute, wenn ich richtig gesehen habe, sind das auch diese O-Busse mit den Oberleitungen. Schaut mal. Ja, das sind dann auch wieder diese Hess-Busse, die wir in Freiburg gesehen haben. Da hinten steht auch einer. Der fährt gerade das Teil hoch. Okay. Die sind wohl netzunabhängig. Also wenn die keinen Strom mehr haben, dann machen die Fühler hoch. Dann können die hier durch diese Dinger hier Strom zapfen. Der hat die gerade wieder unten. Und wenn keine Oberleitung ist, wie auf der anderen Seite zum Beispiel, dann machen sie die wieder weg. Nicht schlecht. Somit ist gewährleistet, dass ständig geladen wird. Hier kommt jetzt auch noch eins, aber das ist jetzt kein Bus, der ist auf Schienen. Hier sind die Schienen. Aber hier auf der Seite ist nochmal so ein Citaro. Der hat natürlich keine O-Leitung. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. O-Leitung, Oberleitung. Ja, der hat jetzt die Fühler wieder runter. Und der noch nicht. Mal gucken, ob er die abhängt, wenn er hier rüber fährt.
Nein. Die gehen schön mit. Ja, der darf jetzt natürlich nicht zu weit dann aus seiner Spur. Ne? Der muss auf seiner Spur bleiben. Wirklich sehr interessant. Die benutzen gleiche Stromsystem oben wie diese S-Bahn. Und wirklich klimaneutral. Alles gut. Aber ist eben halt noch so ein Mischmasch. Was nützt das? Da ist mit Strom und die anderen, die fahren ohne Strom. Schön wäre es natürlich, wenn alles mit Strom wäre. Wenn schon, wenn schon. Aber hier sehe ich noch einen ganzen nagelneuen oder einen frisch lackierten. Diesmal in weiß. Der fährt nach Sali. Und auf der Seite kommt, ist das ein Volvo? Volvo Hybrid. Ja, es sieht nicht so aus wie ein Volvo. Es ist ein Volvo. Heute kommen wir doch alle auf unsere Kosten, Leute, oder? Auch ein Hybrid 7900. Meiner heißt 9700 als Reisebus. So, ich bin mal ein Stück weiter gelaufen. Hier ist so eine Art Zentrale, weil hier das Zentrum wohl auch ist. Hier kommt alles an. Und die Fahrgäste, die können natürlich hier einsteigen, aussteigen, wie sie wollen. Fahrkarten können sie auch schon direkt an den Automaten hier kaufen. Ich habe noch keinen gesehen, der beim Fahrer bezahlt hat, so wie ich es gesehen habe. Jetzt muss ich nur schnell rüberlaufen, damit ich nicht hier erfasst werde. Aber überall mit diesen komischen Aufbauten. Das ist dann natürlich für die Akkus zum Speichern der Stromvorräte. Hier habe ich mal so einen Automat. Wenn man hier drauf drückt, da kann man dann Kurzzeitbillett, Mehrfahrtenkarten. Mal gucken, wie teuer wäre so eine kurze. 30 Minuten, Klasse Vollpreis, lalala, tralala, 2 Franken. Okay, und man hat nur die Möglichkeit, ne, man kann auch mit Münze bezahlen. Ja, super. Mehrfahrtenkarte würde dann 13 Euro kosten. Euro sage ich schon, Schweizer Franken. Mir ist da noch was aufgefallen, Leute. Schaut mal da oben. Die sagen hier nicht Haltestelle oder so. Die sagen einfach Kante A, Kante B, Kante C. Weil eben halt hier wohl diese Kante ist. Ja, auch nicht schlecht. Der sieht doch mal richtig gut aus, Leute. Ne? Also die gefallen mir irgendwie von der Form her, von vorne her. Aber wie ihr sehen könnt, hat auch hier keiner bezahlt irgendwie. Keine Ahnung, oder die zeigen das nur. Ich weiß es nicht. Der fährt übrigens hier von Kante A ab. Ja, den nehmen wir nochmal mit. Und der andere ist auch schon direkt im Anmarsch. Hier vorne haben wir Hotel Schweizer Hof. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich laufe jetzt mal hier rein und stärke mich ein bisschen für die nächsten Aufnahmen. So, bis später. So, ich bin ein paar Sekunden zu spät gekommen. Der hat sich gerade da oben nochmal eingeloggt, sage ich mal, mit seinen Fühlern. Und fährt jetzt weiter. Ja, vielleicht sehe ich ja gleich noch einen, wie das geht. Das ist also echt eine gute Technik, die dahinter steckt. So, direkt vor uns haben wir Welle 7, nennt sich das. Da gibt es wohl Migros und Denner und KFC. Jawohl. Da ist sogar eine Busfahrerin. Auch hier in der Schweiz haben wir weibliche Busfahrerinnen. Mal gucken, ob der Teil jetzt auch ausfährt oder so. Nein, der bleibt noch richtig. Der senkt sich aber ab, habe ich gerade noch gesehen. Sehr schön von der Lady. Und viele haben ja immer gefragt, hat der Beruf Busfahrer eine Zukunft? Die haben Angst gehabt von diesem autonomen Fahren ohne Fahrer und so. Leute, habt ihr gerade in diesem kurzen Moment, was ich hier euch gezeigt habe, so viele Busse, so viele Straßenbahnen. Stellt euch mal vor, die würden alle durch einen Roboter ersetzt oder monotones Fahren oder so. Das haut nicht hin. Der Mensch ist gefragt. Also weiter Busfahrer werden, Straßenbahn, Zug, alles was für den öffentlichen Verkehr eben halt sich anbietet.
So Leute, ich bin jetzt mal Westside Story, nein ohne Story, Westside heißt das hier, Einkaufszentrum. Mal schauen, was uns hier alles so erwartet. Leute, ich komme mir vor wie in England, nur dass da nicht so viele Leute hier sind. Aber das haben die wirklich von Architektur und so her, konnte man ja von draußen auch so sehen, wirklich gut gemacht. Ganz viele Geschäfte, plus Kino, plus Schwimmbad. Alles gibt es hier. Aber es gibt noch so einen Busbahnhof, der auch die Leute hierher bringt. Den suche ich eigentlich gerade. Wenn ich den dann gefunden habe, werden wir da auch noch ein paar Aufnahmen machen. Und dann haben wir, glaube ich, Bern auch soweit abgeschlossen. So, natürlich hat Mehmet Oe das alles gefunden. Ja, hier ist auch, Busse kommen sehr wahrscheinlich auch hier hin. Aber ich sehe da gerade nur so eine Straßenbahn. Direkt am Hotel Holiday Inn. Ursprünglich wollte ich ja auch einmal hier einchecken, aber das war mir dann zu sehr Westside, wie man das hier auch so schön sehen kann. Jetzt nochmal ein Blick hier von außen. Ja, so schaut es hier aus. Wirklich gut. Ich warte mal noch ein paar Minütchen, ob tatsächlich noch ein Bus kommt, aber ich sehe da schon Schild Postauto. Ja, die Postautos, die werden wohl sehr wahrscheinlich hier ankommen. Okay. So, der fährt schon mal weg. Und da an der Haltestelle steht schon ein Mädchen. Das heißt, gleich müsste auch Postauto irgendwann da hinten um die Kurve kommen, denke ich mal. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich habe hier eigentlich auf den Bus gewartet. Aber da kommt uns Bauhaus. Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten. Auch nicht schlecht, oder? Also noch kleinere Werbung gibt es nicht. Okay. Ja, mal was anderes. Dann freuen sich auch unsere Straßenbahn Spotter, die auch hier bei mir auf dem Kanal vertreten sind. Schön, wer sich da hinbiegt. Machen wir mal schöne Werbung für Bauhaus. Auch ein junger Fahrer, der grüßt uns auch. Und die Türen hier, wie ihr sehen könnt, auch so in weiß. Ah, der ist von der Seite hier gekommen. Da, die Dinger, die gehen da hoch. Ja, und ich warte die ganze Zeit, dass er von der Seite kommt. Okay. Ja, so einen schönen kleinen... Ich konnte jetzt gar nicht sehen, was das für einer war. Was ist das für einer? Ein MAN Lion City, Leute. Ja, aber schaut mal. 1, 2 mit 3 Türen. Auch wieder mit den weißen Türrahmen. Ja. Schön. Natürlich, hinten ist er ganz anders aufgebaut als bei uns. Ich weiß nicht, wie dieses Modell sich schimpft. Ja, ist auf jeden Fall für die Stadt und so nicht schlecht. Ja, so schaut's aus. Haben wir jetzt auch noch einen Bus hier zu Gesicht bekommen. Immer stündlich fährt er hier wohl ab. Zusammen mit dem hier, der steht auch noch hier. Und der setzt jetzt seinen Pfad weiter nach Kleinwabbern. Okay, der fährt hier wieder raus. Aber habt ihr gesehen, die Busfahrer, die grüßen tatsächlich alle Leute, egal ob sie die kennen oder nicht kennen. So, die Pöller, die gehen jetzt gleich runter. Jawohl. Super. So Leute, mit diesen Bildern verabschiede ich mich hier aus Bern. Morgen fahre ich natürlich dann auch noch woanders hin. Wo, das weiß ich selber noch nicht. Ich muss erstmal schauen. Aber auf jeden Fall, wir haben jede Menge Sachen gesehen. Ich vor allem vor Ort und ihr jetzt im Nachhinein hier auf meinem Kanal. Ich erwarte euch natürlich
die Tage wieder hier auf dem Kanal, wenn es wieder heißt, Mehmet Oe stellt etwas Neues vor. Jetzt mittlerweile auch Bahnhöfe. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis in einem anderen Video. Alles Gute wünscht euch euer Mehmet Oe.